Wie lässt sich ein dauerhafter Friede schaffen und erhalten? Welche Rechtsgrundlagen müssen gelten? Was garantiert die Souveränität der Völker? Kants kleine Schrift zum ewigen Frieden erschien 1795 und ist eines der einflussreichsten philosophischen Werke aller Zeiten. Sie hat bis heute nichts an Aktualität eingebüßt. Immanuel Kant entwickelte seinen Traum vom ewigen Frieden mitten im Krieg Preußens gegen das revolutionäre Frankreich, veröffentlichte das Werk aber, wohl aus Angst vor der preußischen Zensur, erst nach dem Waffenstillstand 1795. Es gab damals offiziell keinen Friedenszustand, sondern immer nur eine Abfolge von Waffenstillstandsvereinbarungen. Kant betont vor diesem Hintergrund, dass der Naturzustand der Menschheit der Krieg sei und ein Friede aktiv herbeigeführt und gesichert werden müsse. Das bloße Unterlassen gegenseitiger Feindseligkeiten garantiere noch keinen Frieden zwischen den Völkern. Statt Waffenstillständen solle ein echter Friede geschlossen werden, der jede Vorbereitung eines weiteren Krieges ausschließt. In Form eines Friedensvertrages mit mehreren juristischen Artikeln legt er die Bedingungen für einen dauerhaften Frieden fest. Dabei verbindet er konkrete politische Überlegungen mit einer systematischen rechtsphilosophischen Reflexion. Viele von Kants Forderungen wurden später in die Charta der Vereinten Nationen aufgenommen. Kant möchte den Begriff des ewigen Friedens a priori, unabhängig von der Erfahrung und allein durch den Gebrauch der Vernunft bestimmen. Er berücksichtigt daher keine historischen Friedensverträge, sondern überträgt die Prinzipien seiner Moralphilosophie, insbesondere den kategorischen Imperativ, auf die Politik. Der kategorische Imperativ lautet: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Diesen Grundsatz sollen Politiker im Staats-, Völker- und Weltbürgerrecht befolgen. Kants Text ist wie ein Vertragsdokument aufgebaut. 6 Präliminarartikel legen als Verbote die Vorbedingungen des Friedens fest. 3 Definitivartikel nennen als Gebote Bestimmungen, die endgültig zum Frieden führen. Sie regeln das friedliche Zusammenleben der Staatsbürger untereinander und mit anderen Völkern. 2 Zusätze beschäftigen sich mit der Sicherung des ewigen Friedens und der Bedeutung der Staatsphilosophie. Die beiden Anhänge schließlich thematisieren das Verhältnis von Politik und Moral. Niemand soll nur deshalb Frieden schließen, damit er im Geheimen einen neuen Krieg planen kann. In einem solchen Fall kann man nicht von einem Frieden sprechen, sondern lediglich von einem Waffenstillstand. Friede bedeutet, alle Feindseligkeiten ohne Hintergedanken und Vorbehalte zu beenden. Kein Staat, egal wie groß oder klein er ist, darf von einem anderen Staat durch Tausch, Kauf, Schenkung oder Erbschaft erworben werden. Ein Staat ist nämlich kein Eigentum, sondern eine Gesellschaft von Menschen, über die niemand anders als der Staat selbst gebieten und verfügen darf. Er wurde in einem ursprünglichen Vertrag durch das Volk legitimiert. Der Staat ist eine moralische Person und keine Sache. Wenn man den Staat wie eine Sache tauscht, verkauft, verschenkt oder vererbt, verletzt man seine Souveränität. Aus demselben Grund dürfen keine Truppen an einen anderen Staat für den Kampf gegen einen nicht gemeinsamen Feind ausgeliehen werden. Auch dann werden die Untertanen als bloße Sachen missbraucht und in ihrer Autonomie verletzt. Stehende Heere sollen langfristig abgeschafft werden, denn sie bedrohen andere Staaten permanent mit Krieg und provozieren ein Wettrüsten. Irgendwann werden die Kosten der Aufrüstung dann so hoch, dass ein Angriffskrieg unvermeidlich erscheint. Ein zusätzliches Problem sieht Kant in der Tatsache, dass in einem stehenden Heer Menschen dafür bezahlt werden, zu töten und getötet zu werden. Diese Instrumentalisierung von Menschen als bloße Maschinen und Werkzeuge widerspricht der Zweck-an-sich-Formel des kategorischen Imperativs, nach welcher wir weder uns selbst noch andere Menschen als bloßes Mittel, sondern immer gleichzeitig als Zweck an sich behandeln sollen. Es ist in Ordnung, wenn ein Staat Kredite bei anderen Staaten aufnimmt, um beispielsweise den Ausbau seiner Infrastruktur zu finanzieren. Solche Kredite dürfen aber keinesfalls für die militärische Aufrüstung aufgenommen werden. Eine über Kredite finanzierte Kriegskasse begünstigt Krieg und behindert den ewigen Frieden. Werden die Staatsschulden nämlich immer größer und gestaltet sich die Tilgung immer schwieriger, steigt das Risiko, dass ein Staat nur noch Krieg führt, um seine Schulden loszuwerden.
Kein Staat soll sich mit Gewalt in die Verfassung und Regierung anderer Staaten einmischen. In die Souveränität eines anderen Staates einzugreifen, ist nicht einmal im Falle eines Bürgerkriegs berechtigt. Solange der innere Konflikt noch nicht entschieden ist, würde eine solche Einmischung nicht nur die Souveränität dieses Staates, sondern auch die Autonomie anderer Staaten in Frage stellen und bedrohen. Alle ehrlosen Strategien wie Meuchelmord, Kapitulationsbruch, Verrat, Spionage usw. müssen im Krieg unterlassen werden. Nur so kann ein gewisses Restvertrauen in den Feind erhalten bleiben, welches spätere Friedensverhandlungen ermöglicht und einen Ausrottungskrieg verhindert. Zudem besteht die Gefahr, dass die genannten ehrlosen Methoden auch in Friedenszeiten angewandt werden und einen wirklichen, dauerhaften Frieden unmöglich machen. Bei allen 6 Artikeln handelt es sich aus Sicht des Machthabers um Verbote. Aus praktischen Gründen muss aber unterschieden werden zwischen den Gesetzen, die streng und sofort umgesetzt werden sollen, und jenen, die aufgeschoben werden dürfen. Ein Aufschub kann sinnvoll sein, wenn sich Staaten bereits in der betreffenden Situation befinden. Ein vorschnelles, übereiltes Handeln könnte dann kontraproduktiv sein. Für Kant ist nicht Friede, sondern Krieg der natürliche Zustand von Menschen, die zusammenleben. Selbst wenn es nicht immer zu Feindseligkeiten kommt, besteht doch ständig die Gefahr, dass sich Feindseligkeiten entwickeln. 3 Definitivartikel sollen auf den 3 Ebenen des Staats, des Völker- und des Weltbürgerrechts Feindseligkeiten verhindern und Frieden stiften. Sie legen die rechtlich notwendigen Voraussetzungen für die Schaffung des ewigen Friedens fest. Notwendige staatsrechtliche Voraussetzung für den ewigen Frieden ist die republikanische Verfassung, notwendige völkerrechtliche Voraussetzung ein Friedensbund der Völker als Föderation souveräner Staaten und notwendige weltbürgerrechtliche Voraussetzung ein Besuchsrecht für Fremde. Schauen wir uns diese 3 Voraussetzungen genauer an. Dauerhafter Friede ist für Kant nur in einem Staat mit einer republikanischen Verfassung möglich. Eine solche Verfassung entsteht durch einen Gesellschaftsvertrag und garantiert, dass die Herrschenden in Regierung und Gesetzgebung den Willen des Volkes repräsentieren. Die republikanische Verfassung beruht auf der Freiheit aller Mitglieder einer Gesellschaft, auf ihrer Abhängigkeit von einer gemeinsamen Gesetzgebung und auf ihrer Gleichheit. In einem Staat mit republikanischer Verfassung müssen alle Staatsbürger einem Krieg zustimmen. Sie entscheiden selbst über den Krieg und alle Mühen und Konsequenzen, die damit zusammenhängen. Selbst zu kämpfen, immense Kosten zu tragen, die Verwüstung ihres Landes in Kauf zu nehmen, hohe Schulden zu machen. Deshalb werden sie einen solchen Schritt sorgfältig prüfen. Im Unterschied dazu können Herrschende eines Staates ohne republikanische Verfassung leichtfertig einen Krieg anfangen, weil sie an den Reparationen, den Verwüstungen und den Einschränkungen durch den Krieg nicht selbst beteiligt sind. Kant betont ausdrücklich, dass eine republikanische Verfassung nicht mit einer demokratischen verwechselt werden darf. Demokratie bezeichnet ebenso wie Aristokratie und Autokratie die Form der Herrschaft. Republik hingegen bezeichnet die Form der Regierung. Im Unterschied zur Despotie setzen die Herrschenden in einer Republik nicht ihren eigenen Willen durch, sondern den Willen des Volkes. Machtmissbrauch wird durch Gewaltenteilung verhindert. Ein dauerhafter Friede ist nur durch einen Friedensbund zwischen den einzelnen Staaten möglich. Um sich nicht weiterhin gegenseitig bei der Durchsetzung ihrer individuellen Rechte Schaden zuzufügen, sollen sich Völker zu einem dauerhaften Friedensbund zusammenschließen. Hierfür müssen sie ihre staatliche Souveränität nicht aufgeben und können ihre Rechte und ihre Freiheit absichern, ohne Krieg zu führen. Während ein Friedensvertrag nur einen zeitlich befristeten Frieden schafft, garantiert ein Friedensbund dauerhaften Frieden zwischen den verschiedenen souveränen Einzelstaaten. Die souveränen Einzelstaaten verzichten in einem Völkerbund freiwillig auf ihr Recht zum Krieg. Ein besonders aufgeklärter republikanischer Staat könnte als Vorbild für eine Föderation dienen, die sich immer weiter ausdehnt. Fremde sollen in anderen Ländern ein Besuchsrecht genießen, das heißt, sie sollen friedlich behandelt werden, solange sie sich selbst friedlich verhalten, können aber auch abgewiesen werden, wenn keine existenzielle Gefahr besteht. Dieses Besuchsrecht ist nicht zu verwechseln mit einem weiterreichenden Gastrecht.
Kant begründet sein auf ein Besuchsrecht eingeschränktes Weltbürgerrecht damit, dass ursprünglich kein Mensch ein Vorrecht auf einen bestimmten Ort der Erde hat, die Erde aber endlich und bereits verteilt ist. Ein Fremder soll nicht beraubt oder versklavt werden, wenn er sich in anderen Teilen der Erde bewegt. Umgekehrt darf der Fremde sein Besuchsrecht aber nicht missbrauchen und soll das Eigentum und die Kontrolle der Gastgeber über ihr Land respektieren. In diesem Zusammenhang kritisiert Kant den europäischen Kolonialismus, der in Amerika, China, Japan und Indien zu Sklaverei, Kriegen und Unterdrückung geführt hat. Ein eingeschränktes Weltbürgerrecht hält er hingegen für eine wichtige Ergänzung des Völker- und Staatsrechts, da es Gelegenheit zu Austausch und Begegnung zwischen Besuchern und Bewohnern des Gastgeberlandes bietet und somit zum ewigen Frieden zwischen allen Völkern beitragen kann. Im ersten Zusatz legt Kant dar, inwiefern die Natur auf allen 3 Ebenen des menschlichen Umgangs miteinander Frieden garantieren und die praktische Vernunft bei der Friedensstiftung und Sicherung unterstützen kann. Die Natur, verstanden als Schicksal oder Vorsehung, sorgt zum einen für Krieg. Sie ermöglicht Menschen, überall auf der Welt zu leben und zwingt sie durch Krieg, sich selbst in den entlegensten und unwirtlichsten Gegenden anzusiedeln. Der Krieg liegt in der menschlichen Natur und wird sogar, selbst in Zeiten des Waffenstillstands, als etwas Edles und Tugendhaftes betrachtet. Die Natur sorgt aber auch für Frieden. Sie nötigt Menschen dazu, sich in einem Staat zu organisieren, um sich gegen Feinde von innen und außen schützen zu können. Aufgrund ihrer Vernunft und ihres natürlichen Selbsterhaltungstriebs verbünden sich Menschen zu einem Staat, der ihnen Schutz und Sicherheit garantiert. Um sich in ihrem egoistischen Streben nicht gegenseitig zu zerstören, übertragen sie in einem Gesellschaftsvertrag ihre Freiheit auf einen Souverän, der ihre Interessen repräsentiert, allgemeine Regeln aufstellt und deren Einhaltung einfordert. Die Idee des Rechts entwickelt sich und die republikanische Verfassung entsteht. Es gibt auf der Welt viele voneinander unabhängige Staaten, da die Natur durch unterschiedliche Sprachen und Religionen die Zusammenschmelzung zu einem Weltstaat verhindert. Diese Trennung der Völker in unterschiedliche Staaten bewertet Kant positiv. Denn ein Weltstaat könnte leicht unter die Kontrolle eines Despoten fallen. Gleichzeitig steigt mit der Trennung der Völker das Risiko für Kriege. Die einzelnen Völker, die ihre Identität nicht in einem despotischen Universalstaat verlieren möchten, müssen einsehen, dass internationaler Friede und Sicherheit nur in einem Bündnis möglich ist. Der Völkerbund als freier Föderalismus souveräner Staaten entsteht. Begünstigt wird diese Entwicklung durch Handelsbeziehungen zwischen den verschiedenen Staaten. Staaten akzeptieren Geld als allgemeinstes Machtmittel und möchten Kriege vermeiden bzw. beenden, um nicht auf Wohlstand durch Handel verzichten zu müssen. Krieg gefährdet den Handel und schadet damit den Eigeninteressen der Menschen. Auch das Weltbürgerrecht entwickelt sich aus dem kommerziellen Interesse der Staaten. Handelsbeziehungen zwischen einzelnen Staaten können nur aufgebaut und gepflegt werden, wenn die Besucher im Gastland sicher sind, gleichzeitig aber ihr Besuchsrecht nicht missbrauchen und das Eigentum und die Kontrolle der Gastgeber über ihr Land respektieren. Die Natur führt also nicht nur zu Krieg, sondern auch zur Umsetzung der Definitivartikel und damit zum Frieden. Wenn sich Staaten mit republikanischer Ordnung zu einem Völkerbund zusammenfinden und ein Weltbürgerrecht anerkennen, ist ewiger Frieden möglich. Um ewigen Frieden schaffen und erhalten zu können, müssen die notwendigen Voraussetzungen auf den 3 rechtlichen Ebenen Staats-, Völker- und Weltbürgerrecht erfüllt werden. Aber ist dies überhaupt möglich? Oder widersprechen sich Politik und Recht bzw. Moral? Dass Politik und Moral sehr wohl zusammenpassen, erläutert Kant in den beiden Anhängen seiner Schrift. Ein Widerspruch entsteht seiner Ansicht nach nur, wenn man Politik als Klugheitslehre auffasst, die keine absoluten Gebote, sondern nur den eigenen Vorteil kennt und damit im Grunde jede Moral leugnet. Versteht man Moral jedoch als Theorie der Rechte und Pflichten eines jeden Einzelnen, dann ist Politik nichts anderes als Anwendung und Umsetzung der Moral. Gebote der Moral, beispielsweise der kategorische Imperativ, bleiben unter allen Umständen gültig. Sie dürfen auch dann nicht gebrochen werden, wenn es politische Vorteile bringt.
Viele Politiker befolgen diesen Grundsatz aber nicht und halten sich lieber an die Maximen einer unmoralischen Klugheitslehre, wie zum Beispiel Fac et excusa, si fecisti nega oder divide et impera. Das Problem ist also nicht die grundsätzliche Unvereinbarkeit von Politik und Moral, sondern die Tatsache, dass Politiker, welche die Idee des Rechts als Verkörperung der Moral unmittelbar umsetzen sollen, unmoralisch handeln und den Frieden vereiteln. Dass es keinen ewigen Frieden gibt, liegt am Versagen der Politiker. Ein politischer Moralist biegt sich die Moral so zurecht, dass sie zu seiner Politik passt. Wo dies nicht funktioniert, leugnet er die Vereinbarkeit von Politik und Moral. Bei einem moralischen Politiker hingegen lenkt die Moral die Politik und nicht umgekehrt. Er verbindet die Klugheit der Schlange, die Politik, mit der Ehrlichkeit der Taube, der Moral. Seine politischen Maximen richten sich nach dem kategorischen Imperativ und nicht nach egoistischen Interessen. Er unterwirft sich der Idee des Rechts und sichert dadurch die Freiheit jedes Einzelnen. Alle Handlungsmaximen, die Stillschweigen voraussetzen und nicht öffentlich gemacht werden können, sind Unrecht. Dieses Prinzip der Publizität gilt sowohl im Staats- als auch im Völkerrecht und verbietet beispielsweise Auflehnung gegen die Staatsgewalt oder einen Präventivschlag gegen ein zu mächtig werdendes Nachbarland. Zwar ist nicht jede öffentlich gemachte Maxime automatisch auch gerecht, doch alle Maximen, die die Öffentlichkeit brauchen, um ihren Zweck zu erfüllen, stimmen zwangsläufig mit den öffentlichen Interessen überein, denen Recht und Politik dienen sollen. In einer republikanischen Verfassung repräsentieren nämlich Gesetze und politisches Handeln das Interesse des Volkes. Und welche Rolle haben Philosophen bei der Schaffung des ewigen Friedens? In der 3. Auflage des Werks ergänzt Kant den geheimen Artikel zum ewigen Frieden und fordert Herrscher explizit dazu auf, sich von Philosophen in Friedensfragen beraten zu lassen. Dies muss nicht unbedingt öffentlich passieren, da Herrscher ihre Autorität verlieren könnten, wenn herauskommt, dass sie Rat bei ihren Untertanen suchen. Herrscher sollen aber den Rat von Philosophen berücksichtigen, den diese öffentlich über Krieg und Frieden äußern. So können sie Ratschläge erhalten, ohne an Autorität zu verlieren. Philosophen müssen hierfür öffentlich und frei ihre Meinung sagen dürfen. Philosophenkönige, wie Platon sie in seiner Utopie vom idealen Staat beschreibt, schließt Kant aus. Denn Machtbesitz verdirbt unvermeidlich das freie Urteil der Vernunft. Philosophen sollten unabhängig bleiben und sich auf eine beratende Rolle beschränken. Kants kleines Buch zum ewigen Frieden wurde ein großer Erfolg und war bereits wenige Wochen nach Erscheinen ausverkauft. Bereits 1796 erschien die 3. Auflage sowie eine französische, dänische, englische und polnische Übersetzung des Werks. Ein Völkerbund als Föderalismus unabhängiger Staaten wurde erst mehr als 100 Jahre später unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs im Jahr 1919 geschaffen. Dieser wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von den Vereinten Nationen abgelöst. In der Charta der Vereinten Nationen finden sich mehrere von Kants Forderungen, unter anderem das Souveränitätsprinzip und das damit zusammenhängende Interventionsverbot. Auch für die Rechtsphilosophie und die Friedensbewegung hatte Kants Schrift fundamentale Bedeutung. 100 Jahre nach der Veröffentlichung von Kants Traktat schrieb der preußische Generalfeldmarschall Helmut von Moltke: Der ewige Friede ist ein Traum und nicht einmal ein schöner, und der Krieg ein Glied in Gottes Weltordnung. In ihm entfalten sich die edelsten Tugenden des Menschen. Ohne Krieg würde die Welt im Materialismus versumpfen. Was hältst du persönlich von Kants Traum vom ewigen Frieden? Sind seine Vorschläge realistisch oder bloße Utopie? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet-Lernset Kant, der kategorische Imperativ, kannst du dein Wissen jetzt erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!